Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute mal ein bisschen fernab von der Autothematik oder zumindest so ein bisschen Nebenschauplatz. Ich hatte euch ja in einem der letzten Camaro-Videos erzählt, dass ich die Elektrik bzw. die Verkabelung von der Zündelektrik am Camaro neu machen möchte und dass auch die Befestigung der Zündbox nicht ganz so ideal ist, da sie ja an der Spritzwand sitzt und unten der Anschluss für den RS232-Port, der ist zu nah an der Spritzwand und ich kann den RS232 gar nicht anschließen, wenn das Zündmodul oder die Steuereinheit für die Zündung montiert ist. Deshalb war jetzt meine Idee, dass ich hier eine Zwischenplatte mir baue und die dann sozusagen an der Spritzwand befestige. Und auf diese Zwischenplatte kommt dann die MSD-Steuereinheit. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier einen Prototyp. Ich arbeite bei den Prototypen eigentlich immer mit PLA-Material. Das funktioniert sehr, sehr gut. Da habe ich eigentlich auch nie Probleme. Ihr könnt auch hier sehen, die Bodenplatte ist schön gerade. Hier hat sich, gut, hier ist ein bisschen was abgelöst, aber ansonsten ist es wirklich vernünftig und ich habe hier eine hohe Druckgeschwindigkeit gewählt gehabt und es ist trotzdem sehr, sehr gut geworden. Problem ist eben, ich kann PLA gerade im Autobereich nicht einsetzen, da es relativ empfindlich ist in Bezug auf Temperaturen, also sage ich mal ab 50, 60 Grad wird das dann schon ein bisschen weich und verformt sich und deshalb nutze ich dann im Auto sozusagen nicht das PLA-Modell, da es einfach die Temperaturen nicht aushalten würde, sondern ABS. Ich habe schon relativ lange nichts mehr mit ABS gedruckt, muss ich gestehen. Und ich habe hier normalerweise immer mein Anycubic im Einsatz, das ist der Mega X. Hier unten habe ich nochmal einen Anycubic, der hat nochmal ein bisschen mehr Größe und mehr Druckhöhe. Aber wie gesagt, mein Daily Driver, sage ich mal, ist eigentlich hier der Anycubic Mega X. Und bin damit auch sehr zufrieden. Wie gesagt, mit PLA alles hervorragend. Auch hier die Druckplatte lässt sich wunderbar verwenden. Lediglich nach dem Druck einfach mit warmem Wasser reinigen. Bei PLA brauche ich auch gar keinen Klebstoff oder so auftragen. Ne? Teilweise muss man ja mit Klebstoff arbeiten, aber die meisten PLA-Drucke funktionieren einfach so. Allerdings seht ihr jetzt auch, der Druckkopf ist weg. Hier oben ist das Anschlusskabel. Das Ganze sieht so ein bisschen zerrupft aus. Und jetzt zeige ich euch mal so ein paar Überreste. Und zwar habe ich probiert, also das Modell, was ich hier habe, ne, das heißt, das CAD-Modell ist ja fertig, funktioniert, passgenau ist es auch, habe es am Auto schon ausprobiert. Ja, und dann habe ich hier einfach Filament gewechselt an meinem Drucker, habe entsprechend auch die Temperatur von der Druckplatte erhöht, habe die Temperatur vom Extruder erhöht und habe den da fröhlich drucken lassen. Am Anfang, die ersten paar Lagen, da gucke ich ab und an immer mal noch, so jede halbe Stunde gehe ich dann hoch und schaue, wie sieht es aus. Und es sah eigentlich gut aus. Und dann habe ich gedacht, komm, das Ganze ist ein 10-Stunden-Druck, weil ich das auch relativ solide mache. Also ich habe 50% Infill gewählt. Deswegen dauert das dann 10 Stunden bei der Größe. Und wie gesagt, die ersten 1,5 Stunden habe ich immer mal vorbeigeschaut, sah gut aus. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt legst du dich schlafen, lässt das Ding über Nacht drucken. Ja, und als ich am nächsten Morgen kam, war das hier alles so ein bisschen verklemmt. Und wie ihr schon sehen könnt, hier sind so Teile vom Extruder. Und jetzt kommt die 3D-Druckkunst. So sieht jetzt der Extruder aus. Also wir haben hier den eigentlichen Extruder. Hier ist der Stromanschluss und auch die Verbindung für den Sensor. Das ist also, ja, musste ich hier aus dem Gehäuse rausholen. Und das Ding ist so fest mit dem Extruder verschmolzen. Also das Material, was da ausgetreten ist, ja, der Extruder ist einfach Schrott. Das ist wirklich schade. Auch blöd, dass das, wie gesagt, nachts passiert ist. Aber gut, so ist es halt. Jetzt habe ich mir hier einen neuen Extruder bestellt, den muss ich ersetzen. Hatte aber natürlich auch ein bisschen Zeitdruck, weil der Camaro musste ja dann nochmal zum Motorenbauer und ich wollte die Verkabelung oder beziehungsweise die Montage der Sachen eigentlich schon abschließen. Und deswegen jetzt ein kurzes Infovideo, wie ich es am Ende gelöst habe. Also natürlich nicht mit meinem Mega X. Der war ja dann erstmal außer Gefecht. Aber ich habe ja Gott sei Dank noch den zweiten Anycubic Drucker. Hier eben den Cobra Max. Dieses Modell. Und ja, damit habe ich es dann hinbekommen. Es war allerdings auch alles andere als einfach. Ich habe einige Ansätze gebraucht, bis es dann funktioniert hat. Und was ich gemacht habe, damit es klappt, das möchte ich euch heute mitteilen. So, hier ist jetzt das fertige Produkt. Es ist leider nicht
so schön geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wie gesagt, das war eh ein Kampf. Ich habe, glaube ich, 10-mal oder so immer wieder neu angefangen mit dem Modell, weil es immer wieder Probleme gab, dass es sich abgelöst hat. Ich habe es auch probiert, wie gesagt, entsprechend die Druckplatte mit Klebstoff zu beschmieren, also beziehungsweise halt mit Pattex oder sowas, ne? Mit so einem Klebestift oder Prittstift. Aber es hat sich immer wieder gelöst. Die Drucktemperatur oder beziehungsweise die Temperatur von der Druckplatte hatte ich entsprechend erhöht. Die Werte oder die Profile, die ich jetzt am Ende mir erstellt habe, zeige ich euch gleich im Anschluss. Also ich habe hier bei der Druckplatte 88 Grad dann gewählt. Das, theoretisch kann man sie auch höher einstellen, aber ich halte das nicht für sinnvoll, beziehungsweise meiner Meinung nach erhöht das jetzt nicht die Verbindung des eigentlichen Druckprodukts mit der Platte, sondern erzeugt einfach mehr Wärme, es dauert länger, der ganze Raum heizt sich mehr auf. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das nachher ein großer Unterschied war oder halt einen Mehrwert gebracht hat. Was einen Unterschied gebracht hat, es ist halt ein manueller Schritt, aber das hat sehr gut funktioniert. Und zwar habe ich beim Erstellen des Modells in der Software, ich nutze immer Cura, um die Modelle sozusagen von STL umzuwandeln in G-Code. Und dort kann man einen sogenannten Raft-Typ einstellen. Und ich habe den Raft-Typ gewählt, der hier außen so eine kleine Kante erzeugt, so einen kleinen Absatz. Das heißt, der erste Layer wird hier mit diesem Lätzchen, nenne ich es jetzt mal, oder halt mit dieser Außenkante gedruckt. Und das heißt, gerade am Anfang, so die ersten 20 Minuten, bin ich dann dabei, bis hier diese erste äußere Lage liegt. Und dann habe ich hier mit entsprechendem Klebeband aus dem XYZ Store, verlinke ich euch unten im Video, dann hier auf dieser Kante aufgesetzt und das hier unten, dort oben und an der Seite festgeklebt. Ich zeige euch das einmal. So, hier habe ich jetzt das Klebeband. Wie gesagt, das kommt aus dem XYZ Shop. Das war ein Produkt, was ich immer mit meinen Druckern benutzt habe, die ich vor den Anycubic Druckern hatte. Ich habe auch probiert, sozusagen, wie ich sonst eigentlich immer mache oder bei den anderen Druckern gemacht habe, dieses Klebeband zu nehmen, um das hier auf die Druckfläche aufzubringen. Das soll die Verbindung oder beziehungsweise einfach die Verklebung zwischen dem Modell und der Druckplatte erhöhen. Allerdings bei ABS-Druck mit den höheren Temperaturen löst sich teilweise, gerade wenn da der Druckkopf immer drüber geht und da halt besonders viel Wärme entsteht, löst sich dann auch teilweise dieses Klebeband. Das heißt, ich habe hier jetzt einen anderen Ansatz gewählt. Ich habe, wie gesagt, diese äußere Kante hier drucken lassen. Die kann man später sehr leicht wegmachen. Hier sieht man das schon, dass die jetzt weggeht. Ich lasse sie aber mal dran, damit es für euch transparent wird. Wie gesagt, dann während dem Druck, die ersten 20 Minuten war ich dabei, habe gewartet, bis diese erste Lage hier entsprechend angebracht war. Habe das Ganze dann pausiert. Man kann das Druckmodell oder den Druckvorgang ja pausieren. Am besten dann an irgendeiner Stelle, wo der Druckkopf aus dem Weg ist. Und dann ist gerade am Anfang die Verbindung noch sehr gut zwischen dem, was gedruckt wird und der Druckplatte. Und dann habe ich hier außen diese Kante genutzt. Jetzt rutscht das natürlich ein bisschen, weil wie gesagt jetzt gar keine Temperatur da ist und das ausgehärtet ist. Wenn ihr das aber macht, hat das 3D-Druckstück natürlich noch Kontakt mit der Platte. Und dann habe ich eben hier diese äußere Kante genutzt, um da das Klebeband anzubringen. Und das dann mit der Druckplatte zu verbinden. Das habe ich an allen 4 Ecken gemacht. Und so war es dann eben sichergestellt, dass sich dieses Modell nicht mehr ablösen kann. Denn dieser äußere Rand ist eben mit dem Modell verbunden. Und wenn ihr diesen äußeren Rand hier mit Klebestreifen sichert, dann passiert da auch nachher nichts mehr. Das heißt, das Modell verrutscht nicht mehr. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Wie gesagt, das war jetzt ein Druck, wo ich dann auch die Geschwindigkeit noch mal ein bisschen reduziert habe, um eben sicherzustellen, dass das auch wirklich alles klappt. Das heißt, mit der Originaleinstellung bei PLA hat es so circa knapp 10 Stunden gedauert. Jetzt mit meinem ABS-Modell waren es dann eher 11. Aber diese 11 Stunden, wie gesagt, als ich dann, ich habe es auch wieder über Nacht drucken lassen, als ich dann morgens kam, sah es eben so aus wie jetzt. Eine Stelle hier an der Seite gibt es das, da hat sich das ein bisschen gelöst. Das heißt, da ist es ein bisschen hochgekommen. Das tut aber dem Ganzen keinen Abbruch. Das Ding ist super solide und sollte seinen Zweck im Camaro erfüllen. Das seht ihr dann irgendwann in einem Folgevideo, wie ich das Teil im Camaro verbaue. Ich werde das hier noch ein bisschen anschleifen und lackieren, denn wir haben hier so ein paar Stellen, gerade an der Oberfläche, wo es nicht ganz so schön aussieht. Das sind auch solche Dinge, da muss man immer so ein bisschen fein justieren. Und zwar, wenn der Drucker an ist, ich zeige euch das mal, gibt es also jetzt hier bei dem
Gut, er muss natürlich mitsprechen. So, und wenn wir bei dem Cobra Drucker, da gibt es nämlich eine Sache, die ich sehr gerne nutze, um so ein bisschen Feinjustierung zu machen. Wenn wir jetzt hier mal so tun, als ob wir einen Druck anstarten, haben wir hier ein Einstellungsmenü. Und das Interessante bei dem Einstellungsmenü ist, dass wir hier auch immer noch mal die Temperatur der Bodenplatte und auch die Temperatur des Extruders manuell überschreiben bzw. ändern können. Ja? Also das ist sehr schön. Das heißt, manchmal, wenn ihr das exportiert aus eurem Programm heraus, ist das Exportergebnis nicht 100% kompatibel mit eurem Drucker oder eurer Druckersoftware und dann könnt ihr die entscheidenden Parameter eben nochmal anpassen. Was aber besonders wichtig ist oder interessant, ist eben hier dieser Z-Offset. Das heißt also, wie viel die Drucknase auf der Z-Achse gesehen, also die Achse, die nachher bestimmt, wie nah die Nase am zu druckenden Produkt ist oder wie weit weg, könnt ihr hier nochmal übersteuern. Das heißt, wenn die Nase jetzt ihre ersten Bahnen legt, am besten einmal genau hinschauen, ist die Nase zu nah am Material oder beziehungsweise zu nah an der Druckplatte oder ist sie zu weit weg? Und dann könnt ihr das hier wunderschön feinjustieren während des Betriebes, denn während dem Betrieb ist eigentlich auch genau der richtige Zeitpunkt. Also man kann das natürlich vorher in der Software einstellen, man kann hier die Druckplatte kalibrieren, aber trotzdem, es gibt immer Unterschiede auf der Druckplatte, teilweise auch wenn sie kalibriert ist, gibt es immer Ecken, wo er nicht so perfekt druckt. Und mit der Feinjustierung der Z-Achse hier während dem Drucks habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Das heißt, das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. So, jetzt gehen wir hier wieder raus. Wir wollen ja eigentlich nichts drucken. Das wollte ich euch nur einmal gezeigt haben. Und jetzt hätte ich gesagt, schauen wir an den Rechner und ich zeige euch einmal das Profil, das ich erstellt habe, mit welchen Parametern ich arbeite, wenn ich ABS bzw. PLA drucke. So, und jetzt sind wir in der Software. Und softwaretechnisch nutze ich beim Einsatz von meinen Anycubic-Druckern die Software Ultimaker Cura. Da gibt es diverse Versionen davon. Mittlerweile sind sie, glaube ich, bei Version 5 angekommen. Ich habe hier noch die Version 4. Die tut alles das, was ich möchte und bin da jetzt kein so ein großer Fan davon, ständig zu updaten, wenn was funktioniert. Bin ich ganz happy, dass dem so ist und bleibt dann auch dabei. Man kann sich hier verschiedene Profile anlegen. Es gibt auch so ein paar Basisprofile. Hauptunterschied zwischen ABS und PLA sind eben die Temperaturen. PLA braucht weniger Temperatur, sowohl von der Druckplatte als auch beim Extruder und ABS eben entsprechend höhere Temperaturen. Und wenn wir uns jetzt mal so ein Profil anschauen, hier habe ich jetzt zum Beispiel mein PLA-Profil. Da ist es so, habe ich hier die Höhe der einzelnen Schichten mit 0,3. Das ist jetzt nicht sonderlich fein, aber dadurch meine Modelle meistens nochmal schleife und lackiere, ist das vollkommen in Ordnung. Wenn ihr wirklich super Ergebnisse wollt, ist es eigentlich immer besser, eine kleinere Schichthöhe zu wählen. Darum soll es jetzt aber gar nicht so spezifisch gehen. Auch nicht darum, wie viel Infill, also wie viel Volumen oder beziehungsweise wie viele Lagen innen drin gedruckt werden sollen, sondern Hauptaugenmerk sind eben hier die Temperaturen und die Geschwindigkeit. Beim Druck, also die Extruder-Temperatur, habe ich meistens bei PLA zwischen 205 und 215 Grad, je nachdem. Und die Bildplatte oder beziehungsweise die Druckplatte immer bei 60. Und bezüglich der Geschwindigkeit variiere ich zwischen 90 mm die Sekunde und 100. Da müsst ihr eben schauen, da ist auch wieder so, je langsamer, desto feiner wird der Druck. Ist bei mir nicht so wichtig, da ich eben hauptsächlich die ganzen Dinge als Prototyp verwende beim PLA-Druck. Das heißt, die kommen danach in den Müll. Die werden nicht eingesetzt und wenn ich was mit ABS drucke oder auch mit PLA und will es verwenden, schleife ich es und lackiere ich es. Das heißt, da ist mir lieber, das geht schneller. Die Adhesion lasse ich bei PLA auch weg. Das ist dann nachher der entscheidende Faktor, wenn es an das ABS-Profil geht. Und wenn wir uns das jetzt einmal angucken, wie unterscheidet sich das? Wir haben, wenn wir hier oben nochmal bei den Temperaturen starten, da ist jetzt eben der große Unterschied, die Temperatur des Extruders ist deutlich gestiegen, sind jetzt hier bei 230. Wie gesagt, da variiere ich meistens zwischen 230 und 233. Ich habe euch ja eben gezeigt, an meinem Drucker kann ich das live nochmal verändern. Die Druckplatte habe ich meistens zwischen 85 und 88. 85 ist noch mein Startpunkt. Und wie gesagt, wenn ich dann merke, im Druck ein bisschen mehr Temperatur wäre nicht schlecht, gehe ich da nochmal höher. Hier habe ich eine etwas niedrigere Geschwindigkeit gewählt. Und der Hauptunterschied ist jetzt hier, dass ich zum einen standardmäßig den Support abgehakt habe, wenn es jetzt hier um das Thema ABS geht, wobei ich es wie gesagt bei PLA meistens auch weglasse, aber
die Adhesion. Und zwar eben, wie das Modell auf der Druckplatte befestigt wird. Da habe ich eben entsprechend Brim gewählt. Das ist der Modus, wo außerhalb von eurem Modell nochmal so eine kleine Lasche gedruckt wird. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Das ist eine super Methode, um zu verhindern, dass bei großen und langen Drucken sich das Modell ablöst. Denn ihr könnt mit einem Klebestreifen, wie gesagt, auf diese Lasche das Ganze mit der Druckplatte verbinden. Deshalb daher mein Tipp, den Adhesion Mode auf Brim zu stellen und dann eben das Ganze mit Klebeband zu fixieren, so wie ich es euch gezeigt habe. Und bezüglich der Temperaturen würde ich euch empfehlen, bei 230 und 85 zu starten. Hat für mich super funktioniert. Das hat, wie gesagt, super funktioniert bei mir, dieser Typ Brim. Ich zeige euch das jetzt hier gerade nochmal, dass hier außen eben so eine Kante gedruckt wird und auf diese Kante habe ich dann eben einen Klebestreifen gesetzt, einmal an allen 4 Stellen, der dann verhindert hat, dass sich das Druckmodell während so einem langen Druck eben abhebt. Durch diese Verbindung zwischen Klebeband und dieser äußeren Lasche hier konnte ich das Modell permanent befestigt halten auf der Druckplatte. Das ist also nicht verrutscht und der Druck konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Und damit soll es das auch schon gewesen sein fürs heutige Video. Wie gesagt, nur eine kurze Info an alle da draußen, die auch mit 3D-Druckern arbeiten, vielleicht sogar auch mit Anycubic und die vielleicht auch hier und da mal Probleme haben mit größeren Drucken oder mit Drucken, die länger dauern, dass die eben sich nicht ordentlich auf der Druckplatte verbinden. Das ist ein Tipp aus meinem Erfahrungsbereich, der einfach super funktioniert hat. Den Support auf Brim stellen und dann nach den ersten Lagen, wenn hier außen der Support gedruckt ist, das Ganze mit Klebeband befestigen. Dann verrutscht da nichts mehr und das Ding kann fröhlich seine 10, 12, 13 oder auch mehr Stunden drucken. Wichtig wird dann nur irgendwann, dass ihr genug Filament habt, aber der Druck sollte dann nicht mehr verrutschen. Falls ihr Interesse habt, dass ich ein Video dazu mache, wie ich den Extruder tausche, ausgebaut habe ich ihn ja schon, ist relativ einfach, aber wenn ihr wissen möchtet, wie der Tausch dann vonstatten geht, worauf man achten muss, ja, schreibt es unten in die Kommentare, dann würde ich da auch noch mal ein Video dazu machen. Ansonsten baue ich den einfach in Stillarbeit wieder zusammen, damit der wieder einsatzbereit ist. Und dieses Teil kommt, wie gesagt, in einem der nächsten Videos am Camaro zum Einsatz, wenn ich dann die Verkabelung von der Zündanlage überarbeite und die Zündanlage hier mit diesem Teil wieder am Auto befestige. Ich hoffe, es war etwas Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit einschaltet. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen aufräumen. Ciao!